Die Bundestagswahl 2017 ist vorbei. Ein amtliches Endergebnis gibt es zwar noch nicht, aber es gibt erste Hochrechnungen und die sind erfahrungsgemäß ziemlich präzise. Verlierer sind die großen Parteien, Gewinner die kleinen Parteien. Aber was bedeutet das jetzt für Deutschland und welche Rolle spielt dabei die AfD? Fangen wir mal an mit nackten Zahlen. Das ist wie gesagt noch kein Endergebnis, sondern nur eine Annäherung daran, aber trotzdem schon sehr aufschlussreich. Die Union kommt demnach auf rund 33%, die SPD auf rund 20%, Grüne und Linke auf rund 9%, die FDP auf 10,5% und die AfD auf rund 13%. Da zeigt sich ganz klar, Verlierer sind die Parteien SPD, CDU und CSU. Zusammen verlieren sie rund 14%. Und das ist auch deswegen so bemerkenswert, weil das die Regierungsparteien sind. Das heißt also, die Regierung wurde vom deutschen Volk, von den deutschen Bürgern, von den Wahlberechtigten abgewählt. Viel dazu gewonnen haben die kleinen Parteien, Linke und Grüne, minimal, aber maximal kann man schon fast sagen, die FDP, die ja in den letzten 4 Jahren aus dem Bundestag draußen war, und vor allem die AfD, die auch nicht im Bundestag war, beim letzten Mal noch knapp gescheitert ist an der 5%-Hürde, jetzt deutlich drittstärkste Kraft ist. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, an dem sich die große Frage stellt, wie wird es künftig weitergehen? Wer wird Deutschland regieren? Naja, streng genommen gibt es genau 3 Optionen. Die erste Option ist weiterhin eine große Koalition. Die zweite Option ist ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Und die dritte Option, wenn sich keine Parteien einigen können, dann gibt es Neuwahlen. Zur ersten Option, große Koalition, hat die SPD sich direkt nachdem die ersten Hochrechnungen bekannt wurden, sogar schon nachdem die Prognosen bekannt wurden, ganz klar geäußert und gesagt, nein, wir gehen in die Opposition, wir gehen nicht mehr in die Regierung, wir wollen keine große Koalition. Und zur zweiten Option kann man sagen, da halten sich die betreffenden Parteien bisher noch alles offen. Da gab es keine eindeutigen Äußerungen, weder von Bundeskanzlerin Angela Merkel noch von Christian Lindner, dem Vorsitzenden und Spitzenkandidaten der FDP, noch von den beiden Spitzenkandidaten der Grünen. Und dann die Option Neuwahlen, die gibt es natürlich immer, wenn sich keine Parteien einigen können. Was dabei wichtig ist zu wissen, so etwas wie Jamaika gab es auf Bundesebene bisher noch nie in der Bundesrepublik Deutschland. Das gab es mal im Saarland, da ist es gescheitert, und das gibt es momentan in Schleswig-Holstein. Da sagen die meisten Beteiligten, es läuft eigentlich alles ganz gut. Aber auf Bundesebene ist das nochmal etwas anderes, denn da geht es um grundsätzliche Politik und nicht um Landespolitik. Und wenn man sich die Wahlprogramme der einzelnen Parteien und auch die Grundsatzprogramme der einzelnen Parteien mal anschaut, stellt man fest, da gibt es schon große Unterschiede. Wenn ihr oben auf das i klickt, kommt ihr zu einer Playlist von mir, da findet ihr die einzelnen Parteien noch ein bisschen genauer erklärt. Zum Beispiel möchte die FDP Einkürzungen bei Sozialleistungen, während die Grünen das vehement ablehnen. Die Grünen dafür fordern einen Ausstieg aus der Energiegewinnung durch Kohle, was die Union nicht gut findet und so weiter und so fort. Da gibt es viele, viele Punkte, die für Reibereien sorgen werden, und das werden auf jeden Fall zähe Koalitionsverhandlungen, wenn es dazu kommt. Aber man hat jetzt gemerkt in den ersten Statements der führenden Politiker, dass eigentlich alle offen sind und niemand hat gesagt, nein, wir wollen Jamaika nicht. Und das ist auch interessant. Im Vorfeld der Bundestagswahl wurden natürlich auch Union, Grüne, FDP immer wieder gefragt, was halten Sie denn von Jamaika? Und da gab es weder Ablehnung noch Zustimmung, aber man hat schon gemerkt, naja, so ganz vorstellen können wir uns das nicht. Auch Winfried Kretschmann zum Beispiel, der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, wo die Grünen auch mit der CDU zusammen regieren, hat gesagt, naja, diskutieren muss man. Und dann muss man schauen, was am Ende dabei rauskommt. Klar ist dabei, wenn sich die Union, die FDP und die Grünen einigen können, dann wird Angela Merkel Bundeskanzlerin bleiben. Und dann werden wir künftig auch Minister von der FDP und von den Grünen haben. Aber bis es soweit ist, ist es ein langer Weg. Und die Option Neuwahlen, die gibt es natürlich immer noch. Und es könnte durchaus sein, das weiß momentan noch niemand, dass diese Koalitionsverhandlungen scheitern und dass es Neuwahlen gibt. Aber ich persönlich schätze es so ein, dass es am Schluss doch eine Einigung gibt, denn Neuwahlen könnten der AfD noch mehr Wähler in die Hände treiben. Und da sind wir beim zweiten ganz, ganz wichtigen Thema des heutigen Abends. Die AfD. Beim letzten Mal noch knapp gescheitert an der 5%-Hürde, jetzt im Bundestag drin. Und das sehr deutlich. In Ostdeutschland übrigens, wenn man sich nur die ostdeutschen Bundesländer anschaut, ist die AfD sogar zweitstärkste Kraft und liegt dort deutlich vor der SPD. Und auch wenn man sich das Gesamtergebnis anschaut, stellt man fest, die SPD bei 20%, die AfD bei rund 13%. Das heißt, nur noch rund 7% Unterschied zwischen der Volkspartei SPD und der AfD. Und wenn man die CDU und die CSU quasi auseinander nimmt, dann sieht man, die CDU kommt auf 27% der Stimmen ungefähr. Das heißt auch nur 14% mehr
als die AfD. Man kann also durchaus sagen, die AfD ist bei dieser Wahl auf jeden Fall deutlich näher an den Volksparteien als alle anderen Parteien. Und da verwundert es auch gar nicht so sehr, dass ein ziemlich großer Teil der AfD-Wähler ehemalige Wähler der Volksparteien sind. Allein rund 1 Million Wähler, die früher die CDU gewählt haben, sind ins Lager der AfD gewechselt. Dazu gibt es noch eine interessante Zahl, die die ARD heute veröffentlicht hat. Demnach haben rund 60% der AfD-Wähler die Partei aus Enttäuschung gewählt, aus Enttäuschung mit den anderen Parteien. Der AfD ist es also offenbar gelungen, sich als wirkliche Alternative zu präsentieren, als Partei, die aufräumt mit den Altparteien, wie sie es immer nennt. Und Alexander Gauland, einer der beiden Spitzenkandidaten der AfD, hat direkt kurz nach 18 Uhr auch gesagt, wir werden Angela Merkel jagen und wir werden das Volk zurückholen. Was auch immer er damit gemeint hat. Die Frage, die sich heute Abend viele stellen und die auch ihr mir in den vergangenen Minuten und Stunden immer wieder stellt, ist, was kommt denn da mit der AfD jetzt für eine Partei in den Bundestag? Was für eine Partei sitzt da künftig im deutschen Parlament? Das ist natürlich pauschal schwierig zu sagen. Man kann sagen, die AfD lässt sich in 3 Flügel einteilen, nämlich in einen wirtschaftsliberalen, einen konservativen und in einen rechtsnationalen Flügel. Man kann auch sagen, der rechtsnationale Flügel ist sehr laut, der dominierende Flügel auch innerhalb der Partei. Aber ob er auch der dominierende Flügel innerhalb der Fraktion wird, das ist noch nicht so ganz klar. Das muss man abwarten, was die kommenden Wochen und Monate bringen. Klar ist aber auf jeden Fall, da kommt eine Protestpartei ins Parlament. Eine Partei, die durchaus auch Krawall machen wird. Das hat man jetzt auch schon in einigen Landtagen gesehen. Deshalb hat Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD, der jetzt nicht Kanzler wird, auch gesagt, wir werden eine starke Oppositionspartei sein und wir werden der AfD den Rang ablaufen. Das wird die SPD auf jeden Fall versuchen, denn wäre die SPD weiterhin an der Regierung beteiligt, dann wäre die AfD die stärkste Oppositionspartei. Jetzt ist es eben die SPD und auch die Linke hat gesagt, wir werden die AfD bekämpfen. Aber die AfD wird auf jeden Fall diese Bühne des Bundestags für sich nutzen. Das ist definitiv klar. Genauso klar ist aber auch, dass man eine Glaskugel bräuchte, um zu sehen, wie es politisch in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren in Deutschland weitergehen wird. Es kann sein, dass die AfD eine bedeutende Rolle spielt und bei der nächsten Wahl sogar noch stärker ist. Kann aber auch sein, dass sie sich in der Opposition zerreibt und in der Parlamentsarbeit, im Parlamentsalltag dann doch weniger Bedeutung hat, als viele das jetzt vermuten. Was ich heute immer wieder gelesen habe, was aber falsch ist, ist, dass mit der AfD zum ersten Mal eine Partei in den Bundestag einzieht, die rechts der Union ist. Das stimmt so nicht. Es gab bis 1961 diverse Parteien rechts von der Union. Das waren meistens kleinere Parteien, die dann aber nach und nach nicht mehr im Bundestag waren. Es gab auch rechtsextreme Parteien schon im Bundestag, zum Beispiel die sogenannte Sozialistische Reichspartei, die SRP. Bei der Bundestagswahl 1949 gab es nämlich noch keine 5%-Hürde und da saß sie dann mit Abgeordneten im Deutschen Bundestag und hat ganz krude rechtsextreme Thesen verbreitet. Das hat dann aber auch ziemlich schnell ein Ende gehabt. Aber wenn man jetzt irgendwo liest, mit der AfD kommt zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine rechte Partei in den Bundestag, dann ist das falsch. Ja, und wenn euch das mit der AfD noch genauer interessiert, dann schaut mal unten in die Infobox, da habe ich euch ein Video von mir verlinkt, das ich heute bei Facebook hochgeladen habe, in dem es genau darum geht, was sich mit der AfD in Deutschland im Bundestag künftig ändern könnte. Und ganz zum Schluss noch eine Zahl, die zumindest ein ganz kleines bisschen optimistisch stimmt, nämlich die 75%. 75%. Das ist die Wahlbeteiligung dieses Mal. Das heißt, es gab bei der vergangenen Bundestagswahl schon einen Anstieg und auch dieses Mal gab es einen Anstieg, aber trotzdem kein Vergleich zu dem, was es 1972 gab. Da waren es nämlich mal mehr als 90%. Jetzt ist die große Frage, was sagt ihr zu diesem Ergebnis der Bundestagswahl 2017? Wie könnte es weitergehen, eurer Meinung nach? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr euch über die Parteien noch mal genauer informieren wollt, dann klickt einfach oben auf das i, da findet ihr meine Playlist. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.